Hast du auch Lust, diese Kicker zu fahren? Ich zeige dir heute die Basics dafür. Damit du anfangen so Kicker fahren, ist es wichtig, dass du solid auf der Piste unterwegs bist, dass du gut Fullbase fahren kannst, das heisst auf dem ganzen Belag vom Snowboard, und dass du vielleicht schon über den einen oder anderen Hügel gekumpelt bist. Wichtig, wenn du anfangen Kicker fahren willst, ist das Verhältnis stimmend. Das heisst, es ist gute Sicht und es hat keinen Wind. Weil Wind beeinflusst dich sehr schnell, wenn du in der Luft bist. Dann sehr wichtig ist, wenn du anfängst, dass du die richtige Grösse an Kicker wählst. Also am Anfang solltest du eigentlich so einen Kicker wählen, wo du auch einfach drüber fahren kannst und noch nicht abhebst. So kannst du dich langsam antasten, ohne dass du stark abhebst oder dich verletzt. In den meisten Skigebieten hat es so einen Beginnerpark, also halt Ausschau nach einem Beginnerpark in deinem Resort. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass du Parkregeln einhältst. Das heisst, dass du, wenn du am Park hinkommst, zuerst mal beobachtest, wo halten die Leute an. Dann kannst du dort hinfahren und dann zum Kickerfahren ist der Speed essentiell. Das heisst, am besten fragst du jemanden, der dort am Fahren ist, wo du vielleicht vorher einmal zugeschaut hast und das Gefühl hast, ja, der hat einen guten Speed, der kommt gut bis in die Landung. Und dann fragst du ihn, hey, von wo fahrst du etwa los oder kann ich dir vielleicht nachfahren? Bevor du dann losfährst auf den Kicker, ist es wichtig, dass du kurz umschaust, ob niemand anders möchte gehen. Falls das nicht der Fall ist, hebst du kurz deine Hand, sagst «Next» und fährst los. Wichtig ist auch, dass du nie anhaltest, wo dich die Leute nicht sehen. Das heisst, sobald du gelandet bist, fährst du möglichst weg, dass die Leute von oben sehen, dass du sicher angekommen bist. Wir empfehlen dir natürlich immer einen Helm zu tragen, einfach weil man nie weiss, was passiert, und eventuell auch einen Rückenpanzer. Wenn du Kicker fahren gehst, lässt sich das eigentlich in 4 verschiedene Phasen unterteilen. Die erste Phase ist der In-Run, also der Weg bis zum Absprung. Die zweite Phase ist dann der Take-Off, also dort dein eigentlicher Kicker. Dann hast du einen Teil, wo du in der Luft bist, also die Flugphase, und dann kommt die Landung. Es ist sehr wichtig, dass du wie intuitiv weißt, wie du positioniert sein musst, in welcher Phase. Darum ist es mega gut, wenn du das bereits im Voraus quasi als Trockenübung schon übst. Also stell dir vor, du bist jetzt oben am Kicker, am Warten. Dann schaust du rasch um, ob jemand anders weggeht. Wenn nicht, Hand rauf und los geht's. Dann ist wichtig, dass deine Schultern parallel sind. Du bist locker in den Knien, fährst an. Nachher kommt quasi der Anfang von der Transition, also vom Take-Off. Dort streckst du leicht Beine. Nachher beim Absprung, sobald du in der Luft bist, ziehst du die Beine wieder an, dass du in der Luft eine schön kompakte Flugphase hast. Auch da mega wichtig, dass die Schultern parallel sind zu deinem Brett. Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn du so in der Luft bist, dann dreht es dir das Brett. Und das wollen wir nicht. Das kommt dann später. Also wir sind so in der Flugphase, dann spottest du die Landung, schöne Knie, quasi den Impact abfedern und nachher fahrst du schön Fullbase raus und schaust eben, dass die hier oben am Kicker dich sehen, dass du gut gelandet bist. Wenn du dich nachher sicher fühlst in der Luft, dann ist es Zeit zum Anfangen zu graben. Das Video dazu ist verlinkt. Hast du noch Fragen oder Kommentare zu meinem Video? Dann lass uns das einfach wissen unten in den Kommentaren. Schön, dass du dabei warst und mega viel Spass beim Kickerfahren.